Schönen guten Tag. Ich bin Ulrich Prahl, Professor für Umformtechnik an der TU in Freiberg. Und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Vorlesung Grundlagen der Werkstofftechnologie 2. Für diese Vorlesung habe ich die Verantwortung zusammen mit Frau Dr. Ullmann. Frau Dr. Ullmann ist stellvertretende Institutsleiterin und Gruppenleiterin für den Bereich Leichtmetalle und Sie werden im Laufe des kommenden Semesters uns beide hier als Dozenten für diese Vorlesung begegnen. Ja, was werden wir in diesem Kurs lernen? Wir wollen einmal grundsätzlich über Umformtechnik reden. Wir wollen das Basiswissen und die Grundlagen und die wichtigsten Begriffe Ihnen beibringen. Und dann wollen wir hineingehen und über Umformverfahren reden. Überblick über die wichtigsten, über die verschiedenen Umformverfahren, die technologisch relevant sind. Und wir wollen die Wirkungsweisen dieser Verfahren systematisch, strategisch organisieren und voneinander unterscheiden lernen. Und schlussendlich wollen wir auch einige der wichtigen Umformverfahren im Detail kennenlernen, sei es die Bandherstellung, die Stab- und Drahtherstellung und auch die Blechumformung. Und ich denke, wenn Sie uns soweit im Rahmen dieser Vorlesung begleiten, dann werden Sie, glaube ich, einen ganz guten Einblick haben über das, was wir als Grundlagen für die Halbzeugherstellung im Rahmen der Metallformung verstehen. So, was wird es alles geben? Sie sehen eine kleine Gliederung. Wir werden insgesamt über das Semester verschiedene Kapitel in dieser Vorlesung mit Ihnen teilen. Die Vorgehensweise wird immer so sein, dass wir zu den verschiedenen Vorlesungsstunden einmal pro Woche ein Video hochladen werden und dass wir dann durch diese verschiedenen Themen uns Stück für Stück hindurchgehen und ja, ein Video zur Verfügung stellen und anschließend in einer Online-Sprechstunde uns treffen und die Themen auch noch einmal miteinander diskutieren können. Wir werden heute anfangen mit der Einführung in das Gebiet der Umformtechnik. Was ist überhaupt Umformtechnik? Wo begegnet mir Umformtechnik im Alltag? Warum ist Umformtechnik wichtig? Was kann Umformtechnik? Was sind so ein bisschen die Aufgaben der Umformtechnik? Warum ist Umformtechnik ein spannendes Thema? Und ich hoffe, es soll so meine Zielsetzung für den heutigen Tag sein, dass Sie schlussendlich eine gewisse Begeisterung auch für diesen grundsätzlich aufregenden, spannenden, großen Themenkomplex der Umformtechnik für Metalle mitnehmen, dass Sie so ein bisschen wissen, wo man das für gebrauchen kann und vielleicht auch sich anstecken lassen durch die Begeisterung, die uns hier am Institut für dieses Thema umtreibt. Insbesondere wendet sich diese Vorlesung natürlich an unsere Studierenden, die aus dem WWT-Studiengang kommen und die jetzt im 4. Semester sich mit den verschiedenen möglichen Vertiefungsrichtungen des WWT-Studiengangs auseinandersetzen. Und ich denke doch, dass wir einige gute Argumente auf unserer Seite haben, warum es sich lohnen kann, warum es sich lohnen sollte, warum es ein gutes Argument ist, in der Umformtechnik zu vertiefen. Ja, ich habe es explizit angesprochen, wir reden zu den Studierenden der Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie, aber nicht nur, es gibt auch einige andere Studierende, die jetzt vielleicht diese Vorlesung hören können, aber lasst uns einmal anfangen, über die Studierenden der Werkstoffwissenschaft und Technologie zu reden. Sie sind jetzt im 4. Semester und haben die Möglichkeit, einmal durch diese Vorlesung zu den Grundlagen hindurchzugehen und würden dann anschließend sich überlegen, in welchem der möglichen Vertiefungsgänge Sie Ihren Hauptstudiengang legen. Also es geht Sie haben das Vordiplom, jetzt allmählich so in der Tasche und jetzt geht es um die Entscheidung, wie soll mein Hauptstudium aussehen. Sie sehen das hier am Beispiel oder anhand des Stundentableaus, anhand des Studienablaufs für den Diplomstudiengang Werkstoffwissenschaft und Technologie. Ab dem 5., 6. Semester müssen Sie sich entscheiden und dann können Sie sich für Ihre Vertiefungsrichtung entscheiden. Sie haben dann neben der Umformtechnik die Möglichkeit der Gießereitechnik, der Eisen- und Stahltechnologie, der Nicht-Eisenmetallurgie, der Werkstofftechnik oder auch der Werkstoffwissenschaften. In einem dieser Schwerpunkte werden Sie jetzt Ihren persönlichen Fokus setzen. Sie werden im
7. Semester ein Ingenieurpraktikum machen zu einem dieser Schwerpunkte und schlussendlich dann auch in diesem Schwerpunkt ihre Abschlussarbeiten schreiben. Und dann werden sie eines Tages, so alles gut läuft, diese Universität hier verlassen als Diplom-Ingenieur Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie mit dem Schwerpunkt, ja, und jetzt liegt es an Ihnen, welches von den Themen Sie am meisten interessiert. Dieser Studienablaufplan entstammt der Studienordnung WWT. Sie sehen auf der rechten Seite dieser Folie auch, wo Sie die Studienordnung auf unserem Internetangebot der Universität wiederfinden können. Und dort können Sie sich auch die Details noch einmal ansehen. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie da noch Fragen zu haben. Auf der ersten Folie haben Sie die Kontaktdaten von Frau Dr. Ullmann und mir gesehen. Kommen Sie auf uns zu, wenn es da noch explizite Fragen oder Kommentare zu gibt. Ich wende mich nicht nur an die Studierenden der Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie Studiengangs, sondern auch an die Studierenden des Diplomstudiengangs Werkstoffingenieurwesen. Bei den Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens fängt das Thema mit der Fokussierung etwas früher an. Ab dem 3. Semester werden Sie beginnen, sich mit technischen Vertiefungsrichtungen auseinanderzusetzen. Und am Ende des 4. Semesters können Sie sich dann entscheiden, sofern Sie sich im 3. Semester einmal grundsätzlich für den WWT-Vertiefungsrichtung entschieden haben, dann können Sie sich am Ende des 4. Semesters entscheiden, in welchen Fokusbereich von Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie Sie sich dann endgültig vertiefen wollen. Also die eigentliche Vertiefung findet dann nach dem 4. Semester statt und wird Sie dann verfolgen, neben Ihren anderen Studieninhalten in Form von studentischen Arbeiten, aber eben auch in einigen Vorlesungen, die Sie dann in unseren Studiengängen hören können. Auch für Sie vom Wirtschaftsingenieurwesen, so Sie sich denn für den WWT-Zweig entscheiden, können sich anschließend dann im WWT für einen der hier genannten, gerade eben genannten Schwerpunkte entscheiden und auf diesem Ast oder Unterast dann weiterlaufen. Und ich hoffe, dass Sie am Ende dieser Vorlesung sehen, dass sich die Entscheidung für die Umformtechnik durchaus lohnt. So, Umformtechnik. Was ist Umformtechnik? Was macht Umformtechnik? Wofür brauche ich Umformtechnik? Wir reden über Verfahren, über Produktionsverfahren. Wir reden über Fertigungstechnik. Und mit der Umformtechnik sind die Verfahren gemeint, die die gegebene Form eines festen Körpers in eine andere Form unter Beibehaltung von Masse und Stoffzusammenhalt überführen. Wir reden also erst einmal über eine geometrische, sprich bildsame Formgebung von Körpern. Sie sehen das hier am Beispiel. Sie sehen auf dem linken oberen Bild eine Bramme, also ein Vorprodukt in der Stahlerzeugung. Und auf der rechten Seite sehen Sie Bänder, Stahlbänder, sogenannte Coils. Und wie komme ich von der Bramme hin zum Coil? Das ist die Fragestellung. Sie sehen unten links ein Coil, wie es angehoben wird, wie es zugeführt wird in eine Pressenstraße und auf der rechten Seite das Produkt, was Sie im Blick haben, zum Beispiel ein Automobil. Wobei, wir machen nicht das ganze Automobil hier. Wir machen eigentlich eher die Komponenten für die Karosserie des Automobils. Und die Frage ist jetzt, wie wird aus dem Stahlband von der linken Seite eine Komponente für das Automobil auf der rechten Seite? Zum Beispiel die Tür, die Motorhaube oder aber auch andere Komponenten, die ganzen tragenden Strukturen im Karosseriebau. Das ist bildsame Formgebung. Wie komme ich von links nach rechts? Am Beispiel der Bramme
aus dem Stahlwerk, werden Sie feststellen, wir reden über Anwärmtechnologien, wir reden über Walztechnologien, wir reden über Temperaturführung, wir reden über Kühltechnologien und vieles, vieles mehr. Wir reden über den gesamten Anlagenpark, über das gesamte Fabrik, die notwendig ist, aber auch über alle einzelnen Prozesse, die aus dem Rohprodukt, aus dem Rohstoff Bramme, ein Produkt Bandstahl machen, ein Coil machen. Und eine Produktionsstufe weiter reden wir über alle Prozesse, die notwendig sind, um vom Coil ein Automobilbauteil, eine Automobilkomponente zu machen. Sie sehen das hier am Beispiel einer Tiefziehpresse, ein tiefgezogenes Blechbauteil. Es wird ein Seitenteil sein. Die Fragestellung ist, welche Anlagen brauchen wir, welche Werkstoffe brauchen wir, wie sieht eine Prozessführung aus, was brauche ich neben den eigentlichen Umformprozess auch noch an Wärmebehandlungs- und Nachverarbeitungsprozessen, Bohren, Schneiden, Fügen und. All das ist letzten Endes Inhalt unseres Studienganges. Wie komme ich von links, von dem Rohprodukt hin nach rechts zu dem kundenspezifischen Produkt, das ich als Umformtechniker am Ende des Tages verkaufen kann. Aber wir machen mehr als nur Geometrien ändern. Wir wollen schlussendlich nicht nur die Geometrie verkaufen, sondern auch dem Bauteil Eigenschaften verleihen. Und das ist eine Besonderheit. Das ist eine Besonderheit an Metallen, dass wir, während wir sie verändern, während wir sie geometrisch verändern, auch in die Gefügestruktur hineinwirken und dass wir beim Verändern der Geometrie auch automatisch die Eigenschaften mit verändern. Und zwar auf durchaus komplizierte Art und Weise. Und das macht das Ganze auch spannend. Während man die Geometrie eines Bleches verändert, während man die Geometrie einer Bramme verändert hin zum Coil, währenddessen wird man durch Wärmebehandlung und durch die Umformung mit die Eigenschaften, und zwar nicht nur die mechanischen, sondern auch die technologischen Eigenschaften verändern. Und was wir auch machen, ist, dass wir die Oberflächeneigenschaften verändern. Ist ja ganz klar, wenn das Werkzeug ein sehr glattes Werkzeug ist, dann wird man am Ende auch sehr glatte Oberflächen haben. Und wenn es ein eher etwas rauere Werkzeug ist, dann wird man raue Oberflächen haben. Und das gezielt zu steuern, das ist eben die Kunst des Umformtechnikers. Damit wir das können, brauchen wir eben nicht nur, aber natürlich erst einmal das Wissen um die Formänderung. Aber wir brauchen auch das Wissen über den Werkstoff, also über das, was der Werkstoff macht während der Formänderung, was mit ihm passiert. Und zwar sicherlich geometrisch, wie ändert sich seine Geometrie, sein Volumen, wie fließt er plastisch in die neue Geometrie hinein. Aber was unbedingt immer mit dazugehört, ist, was passiert auf der Mikrostrukturebene, was passiert in der Gefügeebene, was passiert innen drin im Werkstoff, da wo man nur mit dem Mikroskop oder auch noch aufwendigeren Methoden hineingucken kann, was passiert in der Kristallstruktur des metallischen Werkstoffs, während er umgeformt wird. Und was wir auch brauchen, ist eine Kenntnis über das Verfahren. Also mit welchen Verfahren können wir überhaupt welche Veränderungen des Werkstoffs und der Geometrie bewirken. Und was wir auch brauchen, ist immer eine Kenntnis über die Werkzeuge, über die Anlagen, letzten Endes über die verketteten Anlagen, eigentlich über die ganze Fabrik. Denn nicht nur die Umformung selber ist ein Teil der Umformtechnik, sondern auch die Anwärmung vorher, die Abkühlung hinterher und unter Umständen auch so etwas wie Logistik und Pausenzeiten. All das gehört mit
zu diesem großen, komplexen Thema Umformtechnik aus einem ganz einfachen Grunde, weil auch während des Anwärmens, während des Umformens, während des Abkühlens, während der weiteren Wärmebehandlung und auch während der Pausenzeiten immer noch etwas im Werkstoff passiert. Das liegt an der Natur der Metalle, mit der wir unterwegs sind. Metallische Werkstoffe unterliegen während vieler Prozesse einer Veränderung. Das zu beschreiben und das auch zu verstehen und das auch gezielt zu steuern, sodass ich am Ende nicht einfach nur eine Geometrie habe, sondern dass in dieser Geometrie der Werkstoff auch an der richtigen Stelle die Eigenschaften hat, die ich haben möchte. Das ist wirklich Kunst und das ist das, was wir in den kommenden Semestern mit Ihnen hier gemeinsam erarbeiten und erlernen wollen. Wir wollen Produkte herstellen. Wir sind Technologen. Wir sind Ingenieure. Am Ende unseres Arbeitsalltags soll was da sein. Wir reden nicht nur über Dinge, wir machen Dinge. Das ist die Besonderheit eines Ingenieurberufs. Das macht Spaß. Am Ende eines Arbeitstages ist etwas geschaffen. So, was schafft ein Umformtechniker in der Metallformung? Er schafft metallische Produkte, metallische Komponenten, metallische Halbzeuge, Werkstoff und in diesem Werkstoff Bauteile. Jetzt wollen wir diese Bauteile, jetzt wollen wir diese Werkstoffe sicherlich auch jemandem verkaufen. Also, ich muss auch darüber reden, nicht nur was ich geometrisch geschaffen habe, sondern was ich insgesamt auf den Tisch lege. Wir reden über Qualität, wir reden über Kundenanforderungen, wir reden darüber, was wir alles beachten müssen, wenn wir Metallformung machen oder Umformtechnik der Metalle. Und ich hatte gerade eben schon darauf hingewiesen, dass der Umformtechniker für Metalle die Geometrie verändert, die Eigenschaften verändert und die Oberfläche verändert. Das sind die äußerlichen Merkmale, die äußerlichen Qualitätskriterien, die Sie in dieser Mindmap auf der rechten Seite sehen. Wir verändern die Gestalt. Ja, der Werkstoff hat eine neue Geometrie, eine neue Form, eine neue Gestalt, wenn er am Ende unseres Prozesses die Anlage, die Firma verlässt. Aber er hat eben nicht nur eine neue Gestalt, sondern er hat auch die Eigenschaften, die unser Kunde erfragt hat. Und Eigenschaften ist mehr als nur mechanische Struktureigenschaften. Wir reden auch über chemische Eigenschaften, wir reden auch über physikalische oder technologische Eigenschaften. Und wir reden über Oberfläche. Welche Oberfläche hat der Werkstoff? Welche Rauheit hat der Werkstoff? Wie ist die Topografie der Oberfläche? Haben wir Oxide auf der Oberfläche? Wie viele Oxide haben wir auf der Oberfläche? Wie dick ist eine oxidische Beschichtung der Oberfläche? Haben wir Narben? Haben wir Riefen? Haben wir Risse? Hoffentlich nicht. Haben wir eine Oberflächenbeschichtung? All das ist am Ende des Tages ein Teil der Qualitätskriterien. Damit haben wir die 3 Qualitätskriterien auf der rechten Seite abgearbeitet. Das sind die makroskopischen oder die äußeren Qualitätskriterien, die man offensichtlich sieht. Aber damit diese Qualitätskriterien getroffen werden können, brauche ich mehr. Ich muss auch wissen, was im Werkstoff passiert. Und das, womit alles erst einmal anfängt, ist immer die chemische Zusammensetzung. Wenn ich Umformtechnik machen will, dann muss ich auch verstehen, was für einen Werkstoff habe ich eigentlich. Ist es eine Kupferbasislegierung? Ist es eine Eisenbasislegierung? Ist es eine Aluminiumbasislegierung? Eine Magnesiumbasislegierung? Und. Vielleicht müssen wir Silber umformen oder Gold. Die chemische Zusammensetzung des Werkstoffs wird seine Eigenschaften und seine Verarbeitung ganz maßgeblich beeinflussen. Und zur chemischen Zusammensetzung dazu gehört nicht nur das Hauptlegierungselement, sondern auch alle zusätzlichen Legierungselemente. Alle Beielemente, die ansonsten noch wichtig sind. Dazu gehört der Legierungsgrad, da gehören Mikrolegierungselemente dazu. Wir reden auch über Reinheit. Wie exakt haben wir eigentlich in der Chemie, in der Metallurgie am Anfang unsere Wunschchemie getroffen? Wie viel Toleranz erlauben wir uns? Und welche Begleitelemente, welche zusätzlichen Elemente
haben wir eigentlich noch, die wir gar nicht haben wollten, die aber eben technologisch da sind, weil wir auch in großen Technologien denken. Wir reden über Seigerung, über chemische Ungleichmäßigkeiten in dem Waldmaterial, was wir vorliegen haben. All das gilt es zu berücksichtigen, wenn wir über chemische Zusammensetzung reden. Wir müssen auch über das Gefüge reden, also über den Kristallaufbau. Über den mikroskopischen Gefügeaufbau müssen wir reden. Es gibt immer verschiedene Kristallstrukturen, die thermodynamisch bedingt steuerbar sind, die stabil oder metastabil sind und die wir explizit steuern wollen durch die Temperatur- und Umformführung, durch die Prozessführung. Darum müssen wir den Prozess kennen und wissen, was am Ende für ein Gefüge da sein soll, entlang der Bearbeitungskette und insbesondere natürlich am Ende der Bearbeitung. Und wir müssen auch über innere Spannungen und innere Fehler reden. Wir haben Mikrospannung, Makrospannung, wir haben Zug- und Druckspannung in Werkstoffen, wir haben Risse, Poren, Lunker, Einschlüsse und verschiedenes mehr. Der Werkstoff ist von außen vielleicht ganz homogen und gleichmäßig, aber je tiefer wir reingehen im Sinne einer mikroskopischen Betrachtung, umso mehr Effekte und umso mehr werden wir einfach sehen, wie ungleichmäßig der Werkstoff ist. Und das wollen wir nicht einfach nur staunend betrachten, sondern im Endeffekt gezielt steuern können. Metallformung. Metallformung ist sicherlich kulturhistorisch gesehen eines der ältesten Handwerke schlechthin. Schon in historischen Zeiten war der Schmied immer derjenige, der somit einer der wertvollsten Handwerker in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft war, aus einem ganz einfachen Grunde, weil Metalle und die Verarbeitung von Metallen der Menschheit die Möglichkeit gibt, Werkzeuge zu entwickeln, Werkzeuge zum Guten, Werkzeuge zum Bösen. Sie sehen hier Werkzeuge, mit denen man Krieg führen kann, aber Sie sehen gleichzeitig auch Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann, mit denen man das Feld bestellen kann, mit denen man einem Pferd ein Hufeisen gibt und es gesünder oder sagen wir mal effizienter und effektiver arbeiten lassen kann. Sie sehen Werkzeuge für den alltäglichen Gebrauch wie Messer, Schneiden, Holzbeil und so weiter. Sie sehen eine Kette, um Dinge festzuhalten. Der Schmied als einer der kulturhistorischen, technologischen Kernkompetenzen in einer Dorf- oder in einer Stadtgemeinschaft ist immer jemand, der extrem wertvoll war, weil er Werkzeuge herstellen kann. Und Werkzeuge herzustellen ist sicherlich etwas, was für die Menschheit als solches eine fundamentale Eigenschaft ist und die durch die Fähigkeit, metallische Werkzeuge zu erstellen, gegenüber der Fähigkeit, die man vorher hatte, hölzerne und steinerne Werkzeuge zu erstellen, einen unglaublichen Fortschritt machte. Sowohl in der Kriegsführung als auch in vielen, vielen, vielen zivilen Anwendungen. Heutzutage sieht die Umformtechnik natürlich ein bisschen anders aus. Der alte Dorfschmied, dessen Geheimnis es war, Temperaturen mit Hilfe des Leucht, der Helligkeit des Stahls abzuschätzen und Zeiten mit Hilfe von Rezitationen abzuschätzen. Dieser Dorfschmied ist heute ersetzt worden durch sehr komplizierte Anlagen und Anlagenführungen. Und Sie sehen hier einige Beispiele aus der modernen Umformtechnik. Oben links das Führen eines mehrstufigen Umformprozesses bei der Stabstahlherstellung. Darunter sehen Sie ein Rohr, ein frisch hergestelltes Rohr, das noch glühend ist, aus der Umformhitze kommend. Sie sehen in der Mitte Profilwalzen, komplexe Profile, die durch Walzprozesse hergestellt wurden. Oben rechts sehen Sie einen Gesenkschmiedeprozess, also ein Prozess aus dem Bereich der Massivumformung. Und darunter ein tief gezogenes Blechbauteil. Alles das sind Prozesse, die am
Metallen, vielfach an Stählen, aber nicht nur, die an Metallen durchgeführt werden und die eine komplexe Anlagentechnologie und auch komplizierte Prozessführung bedürfen. Damit Umformtechnik heutzutage funktioniert, brauchen wir Verfahren, Werkstoffe und Anlagentechnik. Diesen Dreiklang, Verfahren, Werkstoffe und Anlagentechnik, das merken Sie sich bitte. Das zusammen ergibt eine Technologie, eine Umformtechnologie. Und solche Technologien wollen wir in diesem Studiengang auslegen, kennenlernen, optimieren, kontrollieren und auch durch Simulation und Modellbildung letzten Endes prädiktiv, also auch wirklich quantitativ vorhersagen und verbessert auslegen können. Und da stellen Sie fest, Sie sehen das hier so ein bisschen dargestellt, auch durch die Farben. Das ist das Besondere gerade an der Stahlumformung. Stahl leuchtet, und zwar je nach Temperatur unterschiedlich hell. Je heißer Stahl wird, umso heller leuchtet er. Und das ist sicherlich auch etwas, was grundsätzlich ein Zugang, ein Schlüsselzugang ist zu dem Verfahren, zu dem Wissen um Verfahren. Früher hat man das mit Augen abgeschätzt, heutzutage gibt es sehr viel modernere Methoden, aber die Temperatur bei der Umformtechnik, bei welcher Temperatur kann ich welche Umformung realisieren, ist ein ganz existenzielles Schlüsselwissen und die Temperatur ist ein ganz existenzieller Parameter für eine gute Führung von Prozessen der Umformtechnik. Sie sehen das sowohl für das Rohr unten links als auch für diesen Kolben, Rohling oben rechts der Massivumformung. Je dicker, je kompakter, je massiver die Bauteile werden, umso mehr Kräfte brauche ich und je mehr Umformung ich in dicke, kompakte Bauteile einbringen will, umso wichtiger ist es, dass ich in einem Temperaturbereich unterwegs bin, in dem der Werkstoff eben auch gut umformbar ist. So, steigen wir mal ein bisschen ein. Im Sprachgebrauch kennen wir zwei Begrifflichkeiten, Umformen und Verformen. Und den Unterschied zwischen Umformen und Verformen sehen Sie hier auf dieser Folie ganz offensichtlich. Verformen ist etwas Ungewolltes, Umformen ist etwas Gewolltes. Darum sind wir die Umformtechnik. Wir wollen bewusst, gezielt, kontrolliert Geometrien für metallische Bauteile einstellen. Zum Beispiel Komponenten für Autos bauen. Unter Umformen versteht man also die gezielte Änderung, die bewusste, die gewollte, die gesteuerte Änderung der Form eines festen Körpers, was uns wichtig ist, unter Beibehaltung von Masse und Stoffzusammenhalt. Verformung beschreibt eine ungezielte Formänderung, sehen Sie auf der rechten Seite, am Ende hier eines gezielten Crashtests, trotzdem eine ungezielte Verformung des Bauteils Automobil. Wenn Sie den richtigen Wagen fahren, dann ist das trotzdem noch halbwegs gezielt. Dann werden Sie am Ende eines Unfalls trotzdem noch einigermaßen heil aus dem Auto aussteigen können, aber nichtsdestotrotz wirklich das Ziel, einen Unfall zu bauen und sein Auto am Ende des Tages in diesem Zustand in die Garage zu fahren, das hat wohl kaum einer. Damit das auf der rechten Seite nicht so böse ausgeht, bauen wir unsere Autos, die linke Seite, so auf, dass sie selbst den unerwünschten Anwendungsfall Crash noch halbwegs gezielt überleben. Und damit wir das machen können, müssten Sie einmal jetzt gedanklich die ganzen Außenteile des Autos abnehmen und sich schauen, woraus der Rahmen eines Autos besteht. Wir machen das jetzt hier alles mal an einem schwedischen Auto. Und Sie sehen in der Mitte den Rahmen eines
Volvo XC90. Alle modernen Autos sehen ähnlich aus. Und was hier besonders ist, durch die Farbgebung werden sehr unterschiedliche Stähle und auch weitere Metalle dargestellt. Man möchte meinen, naja, kann man doch alles aus Stahl herstellen. Ziel eindeutig. Ich möchte einen möglichst stabilen, steifen Rahmen haben, in dem ein Fahrer und seine Mitfahrer sicher sitzen und im Falle eines Unfalls gut geschützt sind. Naja, wir haben natürlich noch mehr Anforderungen an diesen Rahmen. Der Rahmen soll natürlich auch leicht sein, denn wir wollen ja nicht unnötige Tonnen durch die Gegend fahren, sondern wir wollen ein möglichst leichtes Auto fahren. Naja, leichte Autos ist natürlich so eine Sache. Alles das, was wir einsparen an Gewicht für die eigentliche Rahmenkonstruktion, wird im Laufe der Automobilentwicklung in verschiedene andere Komfortkomponenten gleich wieder verbraucht. Und ich denke mal, wenn das E-Auto jetzt verstärkt kommt, dann brauchen wir die Gewichtseinsparung auch, damit wir Batterien, das Zusatzgewicht von Batterien aufnehmen können. Aber die Zielgröße ist trotzdem die gleiche. Die Automobilrahmen, die Automobilkarosserie soll sicher, steif und möglichst leicht sein. Und dann kommt noch hinzu, für jemanden, der sie technologisch entwickelt, dass sie auch kostenmäßig effizient und halbwegs nachvollziehbar sein soll. Also zu dem großen Zielbild Eigenschaften und also Eigenschaften im Sinne von steif und sicher und gleichzeitig crashsicher und leicht, kommt dann auch noch die Verarbeitbarkeit und die ganze Produktionssystematik hinzu. Es muss im Grunde auch zu plausiblen Kosten herstellbar sein. So, und wenn wir dieses gesamte Bild versuchen, mit umformtechnischen Methoden zu adressieren, dann werden wir ganz schnell zu der Situation kommen, dass wir mehr oder weniger für jede Komponente in diesem Automobilkonstrukt, in diesem Rahmenkonstrukt, eigene Stähle und auch eigene Verfahren entwickeln werden, damit das Gesamtkonstrukt hinterher alle diese Zielgrößen einigermaßen gleichmäßig adressiert. Das führt uns zu diesem Bild. Sie sehen hier durch unterschiedliche Farben markiert unterschiedliche Stahlqualitäten. Die besonders steifen Stahlqualitäten finden Sie in roter Farbe. Das sind die Stahlqualitäten, die gegenüber dem Seitencrash die Fahrer und die Insassen schützen, in roter Farbe. Aber immer noch ein bisschen Restumformbarkeit, aber eben sehr wenig Umformbarkeit bieten, damit im Falle eines Seitencrashs ein Unfallgegner nicht so tief in den Überlebensraum eindringen kann. Die Stahlqualitäten in der Front des Autos und auch im Heck des Autos sind nach ganz anderen Kriterien entwickelt. Dort wird man immer zusehen, dass man natürlich viel Steifigkeit hat, viel Festigkeit hat, aber auch eine gewisse Umformbarkeit zur Verfügung stellt, damit im Falle eines Crashes ein Großteil der Unfallenergie aufgenommen wird in Verformung, in plastische Verformung des Motorenbauraums, um insofern die negative Beschleunigung, das Abbremsen des Menschen im Inneren etwas zu reduzieren. In Summe sehen Sie eine sehr komplexe Konstruktion hier und die verschiedenen Farben sind schon ein Hinweis darauf, dass es sich lohnt, über verschiedene Stellen, über verschiedene Werkstoffe und natürlich auch über die Umformtechnologien, um solche Komponenten herzustellen, sich Gedanken zu machen. Wobei es geht nicht nur darum, verschiedene Bauteile herzustellen, sondern es geht explizit auch darum, vorne, wenn wir die Stahlherstellung betrachten, Verfahren zu entwickeln, die überhaupt es ermöglichen, unterschiedliche
Stahlqualitäten, Aluminiumqualitäten und so weiter zur Verfügung zu stellen. Also, wir haben jetzt eine Definition für die Umformtechnik. Es geht um Fertigungsverfahren, die durch bildsames, sprich plastisches Ändern der Form eines festen Körpers sowohl Masse als auch Stoffzusammenhalt beibehalten und neue Geometrien herstellen. Umformen ist die gezielte Änderung der Form, der Oberfläche und der Werkstoffeigenschaften eines Werkstücks unter Beibehaltung von Masse und Stoffzusammenhalt. Das Werkstück ist in der Regel aus Metall bzw. einer Schmelz- oder pulvermetallurgisch hergestellten Metalllegierung oder einem Verbundwerkstoff. Warum umformen? Es gibt doch auch andere Verfahren, um Komponenten herzustellen. Die Umformtechnik befindet sich immer in unmittelbarer Konkurrenz zur Urformtechnik, zur Gießerei und zur zerspanenden Fertigungstechnik. Beim Urformen, beim Gießen, gießen wir unmittelbar in die Geometrie, die wir haben wollen. Wogegen wir beim Umformen erst einmal in die Geometrie hin überführen müssen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Zum einen, gut, beide Verfahren brauchen Werkzeuge, aber bei der Umformung werde ich während der Prozessführung auch noch die Eigenschaften ändern. Ich werde vor allen Dingen während der Umformung auch den Werkstoff kompaktieren. Und damit habe ich insbesondere, was zyklische Eigenschaften angeht, eindeutig den Vorteil auf der Seite der Umformverfahren. Was die Geometriefreiheit angeht, sind beide Verfahren nach wie vor in Konkurrenz. Aber die günstigen Werkstoffeigenschaften, insbesondere bei dynamischer Beanspruchung, sprechen in diesem Fall eindeutig für die Umformtechnik. Was die Umformtechnik auch anbietet, ist eine hohe Werkstoffausnutzung. Ich überlege mir im Vorfeld, wie viel Volumen ich überhaupt brauche und lege auch nur so viel Volumen wirklich in das Werkzeug hinein und forme dann explizit dieses Volumen in die Geometrie, in der ich es haben will. Kann man eigentlich so ein bisschen mit einem Töpfer vergleichen. Der schneidet im Endeffekt auch nicht viel ab von seinem plastisch umgeformten Ton, sondern er nimmt von Anfang an so viel Ton, wie er wirklich braucht. Zumindest wenn er seinen Prozess wirklich kennt. Wenn ich auf der anderen Seite die Werkstoffprozesse umformen mit den Werkstoffprozessen oder mit dem Produktionsprozess spanende Fertigung vergleiche, dann liegt der Vorteil der Umformung auf der Hand. Beim Spanen wird einfach ein Großteil dessen, was ich als Werkstoff gekauft habe, als Span wieder zur Tür hinaus transportiert. Und das passiert mir bei der Umformung nicht. Wenn ich sie gut mache, bleibt geht fast aller Werkstoff, alles Metall in die Komponente hinein und ich werde nur sehr wenig etwas nacharbeiten müssen. Was ich bei der Umformtechnik auch habe, sind hohe Mengenleistungen mit kürzesten Stückzeiten. Eine gute Pressenstraße braucht weniger als 15 Sekunden pro Bauteil, pro Kotflügel. Und was die Umformtechnik auch anbietet, ist eine sehr hohe Maß- und Formgenauigkeit der Werkstücke innerhalb enger definierter Toleranzen. Hat natürlich so ein bisschen was mit der Prozessführung zu tun, hat was mit der Temperatur zu tun, wie groß ist eine akzeptable Toleranz, aber insgesamt ist das ein Kriterium für Umformtechnik, dass die Toleranzen, wenn ich meine Werkzeuge gut eingestellt habe und meinen Prozess gut eingestellt habe, dass die Toleranzen, die geometrischen Toleranzen für meine finalen Bauteile sehr, sehr eng sind. Ja, wo finden wir eigentlich Umformtechnik? Ein Beispiel sind Kochtöpfe. Denken Sie an den normalen Kochtopf, den Sie zu Hause haben. Umgangssprachlich sagen wir dazu Edelstahl. Das ist eine bestimmte Stahlqualität, eine nicht rostende Stahlqualität.
werden im Laufe ihres Studiums lernen, dass das was mit Legieren zu tun hat, dass es ein hochlegierter Werkstoff ist, ein Nickel-Chrom-Legierungssystem, ein austenitischer Werkstoff in vielen Fällen. Diese Kochtöpfe werden durch Tiefziehen dargestellt und das sehen Sie hier auf diesem Beispiel. Wir starten vor dem Tiefziehvorgang mit einer flachen Ronde, mit einem flachen, ebenen Grundwerkstoff, Grundwerkstoff und werden jetzt durch Halten drumherum und einem Einführen eines Stempels werden wir diese Ronde tief ziehen. Und dann, ja, je tiefer ich diesen Werkstoff umformen kann, dann muss der Werkstoff nachfließen, er muss aus den Rändern nachfließen in die Tiefe hinein. Das ist wie Sie später feststellen werden, relativ komplexer plastomechanischer Vorgang. Aber am Ende dieses Vorgangs haben wir den Kochtopf so, zumindest die Grundform des Kochtopfs so, wie wir sie im Alltag dann benutzen. Dieser Prozess des Tiefziehens wird genutzt für alle Komponenten, die so eine tiefe Ausbeulung haben. Tiefgezogen werden zum Beispiel auch Bierdosen. Dann ist das nicht Stahl, auch Stahl, aber in vielen Anwendungen auch Aluminium. Getränkedosen werden aus Stahl oder Aluminium gemacht. Oder ein anderes Beispiel ist die Küchenspüle, zumindest die traditionelle metallische Küchenspüle. Auch das ist ein tiefgezogenes Bauteil. Aber es gibt auch viele, viele andere Bauteile, die aus Stählen oder auch aus Kupfer oder Aluminium oder anderen Metalllegierungen tiefgezogen werden. Es gibt übrigens Tiefziehen, hier auch am Beispiel einer Wasserflasche. Dann nennen wir das Ganze Streckblasverfahren. Sie sehen, ein metallischer Rohling im Sinne eines Hohlkörpers wird eingeführt in ein Werkzeug, in eine Gegengeometrie und aufgeblasen und dann ganz einfach immer weiter aufgeblasen. Ist ein Prozess, der so nicht nur für Metalle stattfindet, sondern insbesondere auch für Kunststoffe stattfindet. Also Sie sehen, bildsame Formgebung ist mitnichten nur für Metalle, geht auch Kunststoffe werden so verarbeitet, aber gerade für Metalle durchaus extrem spannend und herausfordernd. Sie sehen das, wir fangen hier mit einem relativ schmalen, zylinderförmigen Rohling an und der wird sehr aufgeblasen. Das heißt, dieser Werkstoff muss eine gute Umformbarkeit mit sich bringen, damit eben dieser Prozess auch stabil und sicher und in hoher Stückzahl durchgeführt werden kann. Wenn dieser Prozess einmal installiert ist, dann werden wir ihn wieder und wieder und wieder durchführen können mit hohen Stückzahlen, engen Toleranzen und insofern auch einer guten Ausbringung. Wo finden wir noch Umformtechnik im Alltag? Zum Beispiel in Schrauben. Eine Schraube ist ein metallisches Bauteil und niemand wird auf die Idee kommen, diese Schraube aus dem Vollen zu fräsen, sondern man wird mit einem Kaltumformprozess einen Stift, ein Drahtende nehmen und dieses Drahtende in ein entsprechend negativ geformtes Werkzeug hineinformen. Und dann entstehen traditionell mit 2 bis 4 Umformschritten entstehen dann die Formen, die Sie dort sehen. Am Fahrrad gibt es viele, viele Metallbauteile. Der Lenker ist ein Rohr üblicherweise. Das Rohr muss erst einmal als Rohr hergestellt werden und anschließend dann in die Form gebracht werden, wie wir ihn im Lenker kennen. Erst einmal wird das Rohrstück aus einem Vollstück gezogen, anschließend gebogen und dann sollte es ungefähr seine Form haben, wie wir es im Fahrrad brauchen. Auch der gesamte Rahmen besteht aus Rohren. Die Rohre sind entweder aus dem Vollen gezogen worden oder sie sind aus Blechen gekrümmt,
zum Rohr geformt und in der Mitte durch Schweißen wieder zusammengefügt worden und dann habe ich einen Hohlkörper. Was haben wir auch? Lampengehäuse. Wir haben gerade eben schon über den Prozess des Tiefziehens gesprochen. Ein Lampengehäuse ist ein klassisches Tiefziehbauteil. Eine Tretkurbel haben wir. Eine Tretkurbel ist ein Massivbauteil. Wird im Allgemeinen aus einem Stück Flachstahl oder Flachaluminium im Gesenk geschmiedet. Wir haben also ein entsprechendes Gegenstück wie das Werkzeug und es gibt einen Rohling, der in das Werkzeug hineingelegt wird und das Werkzeug fährt zu, sodass hinterher durch bildsame Formgebung üblicherweise bei etwas erhöhten Temperaturen dann die Form der Tretkurbel eingepresst wird. Gesenkschmiedeprozess. Schutzbleche. Schutzbleche werden tief gezogen, zum Beispiel durch einen Biegeprozess, durch einen Profilbiegeprozess. Auch die Speichen ist ein metallisches Bauteil. Die Speichen sind Drähte. Diese Drähte werden immer dünner gezogen, bis sie endgültig die Dicke der Speiche haben und dann wird am Ende ein Gewinde aufgedreht. Auch dieses Drahtziehen ist ein Prozess der Umformtechnik. Anschließend werden sie gestaucht und gebogen und sollten dann als Speiche nutzbar sein. Ein großes Anwendungsfeld für Umformtechnik ist natürlich das Automobil. Das Automobil als ein Massenprodukt, das hochinnovativ ist und das auch Emotionen trägt, ist seit Jahrzehnten ein Innovationstreiber für die Umformtechnik. Nicht nur für die Umformtechnik, auch für die Werkstofftechnologie, die dahinter steckt. Im Automobil werden unzählige metallische Bauteile verarbeitet, sowohl innen als auch außen. Sie sehen die Strukturteile der Karosserie, da haben wir schon drüber gesprochen, die Autotür, das Dach, die Motorhaube und so weiter, die Kotflügel. All das sind die Strukturteile, die wir sehen können. Das sind warm- und kaltgeweizte Produkte, die anschließend tiefgezogen, umgeformt wurden in diese Geometrie. Heutzutage sind die meisten Außenteile an Automobilen, die meisten metallischen Außenteile an Automobilen in etwa 0,6 mm stark oder mindestens 0,6 mm stark, aus einem ganz einfachen Grunde. Wir wollen sie dünn haben, damit sie leicht sind, damit wir Gewicht einsparen. Aber dünner als 0,6 ist dann auch nicht mehr hilfreich, denn irgendwann wird der Werkstoff zu sehr zum Knicken tendieren. Und jedes leichte Gegenlehnen wird zu Dellen oder Beulen führen. Und da einen guten Kompromiss zu finden, in hoher Festigkeit, dünne Materialstärke, aber nicht zu dünn, das ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem Automobildesigner und dem Werkstoffdesigner. Wir benutzen hier sehr gerne hochfeste Güten. Haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Werkstoffe, die eine hohe Festigkeit zeigen, gerne Stähle, mehr und mehr auch Aluminiumlegierungen, die leicht sind und eben eine hohe Festigkeit zeigen. Mikrolegierte Feinkornstähle werden auch gerne genutzt, gerade im Bereich Fahrwerksteile. Im Fahrwerksteil darf die Komponente ein bisschen dicker sein. Da geht es mir vor allen Dingen darum, dass die zyklische Belastung austrägt, dass die hohe Lasten aushält, dass das ganze Gewicht des Autos drauf lagern kann und gleichzeitig die zyklische Belastung durch die Straße, durch das Fahren an sich gut übertragen und gut aufgefangen werden kann. Hier werden etwas dickere Stähle genutzt. Hier werden vor allen Dingen auch nicht unbedingt kalt geweizte, sondern warm geweizte Stähle genommen, weil ich gar nicht so die hohen Oberflächenqualitätsanforderungen habe. Ja, und im hinteren Bereich, also gerade auch in Tiefziehkomponenten, die ich gar nicht von außen so sehe, da nehmen wir gerne weiche, unlegierte Tiefziehstähle, wie zum Beispiel in den Innenbauteilen, an die ich gar nicht so oft rankomme. Sagen wir mal Träger und flächige Abdeckungen. Ja, also sehen, auch im Auto ist viel Stahl verarbeitet oder viel Metall verarbeitet.
So, wenn wir über Metalle reden, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass Metalle auf der einen Seite erschmolzen werden, also sie kommen fast immer, sie kommen immer aus irgendeiner Form der Urformung, vielfach aus der Urformung durch Schmelzen, durch Schmelzmetallurgie. Aber es gibt natürlich auch die Pulvermetallurgie und andere Verfahren. Aber das ist die Erzeugung. Ganz am Anfang findet die Erzeugung statt. Der Werkstoff wird aufgeschmolzen, er wird gegossen und er erstarrt. Aber dann fängt die Umformtechnik eigentlich erst an. Und die Umformtechnik ist eine Technologie, die sich zur Bearbeitung, zur Produktion von metallischen Komponenten eignet. Und die Besonderheit ist, dass wir in der Umformtechnik, in der in der Produktionstechnik für metallische Komponenten ein zweistufiges Verfahren haben. Wir haben eigentlich fast immer zwei Produktionsstufen. Wir haben eine erste und eine zweite Verarbeitungsstufe. Und das ist in der Tat etwas, was durch die Massenfertigung eingeführt wurde oder andersrum eigentlich erst eine Massenfertigung möglich macht. Nur durch die Zweiteilung der Verarbeitungsstufen ist es möglich, in großer Menge und damit kosteneffizient den doch technologisch sehr aufwendigen Herstellprozess für Metalle zu entkoppeln von dem ebenfalls technologisch sehr aufwendigen Verarbeitungsprozess von Metallen hin zum Bauteil. Aber beide Verarbeitungsstufen, die erste und die zweite Verarbeitungsstufe, sind wichtig und müssen individuell gelernt und weiterentwickelt werden. Zwischen der ersten und der zweiten Verarbeitungsstufe ist das Produkt Halbzeug. Ein Halbzeug ist ein Stab, ein Band, eine Tafel, ein Rohr, ein Draht oder vielleicht auch ein Coil. Halbzeuge werden durch Warm- und Kaltumformung hergestellt und stellen das Lieferprodukt dar zwischen dem Werkstoffhersteller und dem finalen Werkstoffverarbeiter hin zum Produkt. Weil wir in Halbzeugen denken, können wir die Werkstoffherstellung und die Bauteilherstellung ökonomisch, effizient und sinnvoll voneinander trennen und in zwei unterschiedlichen Firmen und Industriezweigen getrennt voneinander bearbeiten. Trotzdem müssen wir als Umformtechniker integral denken und beides im Blick haben. In der Halbzeugfertigung unterscheiden wir in Flachprodukte, Langprodukte und Massivprodukte. Und Sie werden eines Tages sowohl für Flachprodukte als auch für Langprodukte als auch für Massivprodukte eine eigene Technologievorlesung bei uns im Institut hören können. Wir werden jeweils unterscheiden in Warm- und Kaltumformung. Für alle diese Bauteile gibt es, oder für diese Geometrien, für diese Produktformen gibt es Warm- und Kaltumformung. Und die wichtigen Prozesse in der ersten Verarbeitungsstufe sind Walzen, Schmieden, hier insbesondere das Freiformschmieden, Strangpressen. Und die Produkte, die wir haben, heißen Flachprodukte, Stabstahl, Draht, Profile, Rohre oder auch Schmiedeteile. Nach der ersten Verarbeitungsstufe kommt die zweite Verarbeitungsstufe, aber erst einmal gucken wir mal einige Beispiele uns an. Sie sehen hier oben links die Drahtherstellung, in der Mitte eine Profilherstellung, rechts eine Bandherstellung, links, also das Keulen eines auf der rechten Seite sehen Sie die Rohrherstellung, unten rechts sehen Sie Freiformschmieden und unten links sehen Sie Flachprodukte, die Herstellung von Bändern und Coils. Die Erzeugung und die erste Verarbeitungsstufe sehen Sie auf dieser Folie einen Überblick und wir werden zu späteren Zeiten in der Vorlesung und auch gerade zu späteren Vorlesungen dort noch einmal
intensiv darauf eingehen. Wir unterscheiden in der ersten Verarbeitungsstufe in Lang- und Flachprodukte und in Massivprodukte, sehen Sie ganz hinten. Und Sie werden sehen, dass Sie hier sehr unterschiedliche Produktformen Ihrem Kunden anbieten können. Das ist das, was in einem integrierten Hüttenwerk alles stattfindet. Sie haben Warmumformung, Warmwalzen, Flachwalzen, Stabwalzen. Sie haben eine Kaltumformung, Warmwalzen für Stäbe und Bänder. Sie machen Drahtziehen, Sie machen Rohrherstellung, Sie machen massive Blöcke, die vorher vielleicht Freiform geschmiedet werden. Sie sehen, es ist eine weite Variation an Prozessen möglich. Wir wollen die nicht im Einzelnen durchgehen an dieser Stelle. Ich möchte Ihnen nur das grundsätzliche Bild einmal zeigen. All das fällt unter diesen Begriff der ersten Verarbeitungsstufe. Anschließend kommt die zweite Verarbeitungsstufe und die ist dafür zuständig, dass wir Produkte wirklich in Händen haben. Teilefertigung, Weiterverarbeitung sind die Stichworte. Für Bleche, dann nennen wir es Blechverarbeitung. Für Stabstähle ist es Stabstahlverarbeitung, für Drahtverarbeitung, für Gesenkschmieden, für Kaltfließpressen. All diese Halbzeuge von gerade eben werden jetzt durch einen finalen Umformprozess in eine Rohform gebracht, die dann schon ganz nah am finalen Produkt ist. Manchmal ist es das finale Produkt, manchmal muss es noch nachgearbeitet werden, manchmal muss noch etwas spanend bearbeitet werden, manchmal muss noch eine anschließende Wärmebehandlung durchgeführt werden, eine Oberflächenbeschichtung und. Es gibt hier noch viele Prozesse, die anschließend noch angeboten werden, aber die eigentliche Umformung endet jetzt schon mit einem real greifbaren Bauteil. Das ist die zweite Verarbeitungsstufe. Es gibt viele Einsatzgebiete für die Umformtechnik. Es geht sicherlich oft darum, grobe Rohteile erst einmal herzustellen, im Stahlwerk oder in der großen Schmiede. Da werden Blöcke hergestellt, grobe Tafeln werden da hergestellt, die vielleicht anschließend spanend bearbeitet werden. Da wird erstmal nur der Rohling hergestellt. Dann gibt es die Anwendung einer umformenden Herstellung von Werkstücken einer mittleren Genauigkeit. Da wollen wir schon ungefähr an der Fertigform dran sein und mehr oder weniger nur noch die Funktionsflächen anschließend spanend bearbeiten. Das ist der Fall beim Gesenkschmieden, bei der Warm- und Halbwarmumformung, wo so die grobe Form anschließend da ist, aber die Funktionsflächen, da wo die Schraube reinkommt oder da wo Flächen aufeinander liegen sollen oder aneinander gefügt werden anschließend, an der Stelle wird noch einmal spanend nachbearbeitet. Dann gibt es die umformende Herstellung von endformnahen Werkstücken mit einer hohen Genauigkeit. Im Allgemeinen sind das Kalt- oder mindestens halbwarm Umformprozessschritte, an denen ich hoffe, dass ich dann gar keine spanende Nachbearbeitung mehr brauche oder nur noch eine Feinstbearbeitung an den Funktionsflächen oder an noch nicht ganz umformgerechten Nebenformen noch einmal nacharbeiten will. Und was wir heutzutage auch haben, so ist die umformende Herstellung von Nebenformen, zum Beispiel von Gewinden, Nuten, Verzahnung oder eine umformende Feinbearbeitung von Flächen, die wir in der ersten Umformschritt noch nicht hatten. Sie sehen, wir werden immer feiner, wir werden immer exakter, immer engere Toleranzen und irgendwann am Ende von Mikroumformung haben wir auch eines Tages mal Toleranzen, die nur wenige zig Mikrometer groß sind, wenn es dann wirklich darum geht, sehr kleine Elektrobauteile herzustellen, zu schneiden oder so etwas, dann geht es auch richtig rein in Toleranzen, die wir oft mit dem Auge und einer normalen Schieblehre gar nicht mehr richtig quantifizieren und bewerten können. All das
ist Umformtechnik. Von der riesengroßen Rotorwelle bis hin zur Mikroumformung für elektronische Bauteile. All das werden wir zumindest teilweise in diesem Vorlesungskanon, den wir als Institut anbieten, Ihnen präsentieren. Warum Umformtechnik in Freiberg? Nun ja, wir haben in Freiberg eine über 90-jährige Tradition in der Umformtechnik. Sie sehen, dass man an vielen Orten in Deutschland Umformtechnik studieren kann. Die Besonderheit an der Freiberger Umformtechnik ist, dass wir einen sehr starken Schwerpunkt in der ersten Umformstufe, in der ersten Fertigungsstufe haben. Das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, die Herstellung von Halbzeugen, das ist unser Business hier. Wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Auch die Clausthaler, die Düsseldorfer und die Aachener Schule sind unterwegs im Bereich der ersten Umformstufe. Aber wir in Freiberg sind eine der ältesten in dieser ersten Umformstufe. Man muss dazu wissen, die wissenschaftliche, akademische Ausbildung und Forschung im Bereich der Werkstofftechnologie hat begonnen mit der Metallurgie. Damals ging es erst einmal darum, das richtige Rezept überhaupt zusammenzustellen, die richtige Legierungszusammensetzung zu verstehen und Prozesse zu durchdringen, mit der ich eine bestimmte Legierungszusammensetzung zur Verfügung stellen kann. Und diese Art von Hochschullehrstühlen startete so in etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und als das mehr und mehr erforscht wurde, sind aus den Instituten für Metallurgie, zum Beispiel für Eisenhüttenkunde, sind dann die Institute für Umformtechnik hervorgegangen, weil man gelernt hat, dass nach der metallurgischen Herstellung des Rohstoffes der nächste Verarbeitungsschritt die Umformung ist. Und dann kommt erst die erste Umformstufe und Sie sehen, das ist so in den 1920er, 30er Jahren alles entwickelt worden, akademisch gestartet worden. Und erst erheblich später, in der Nachkriegszeit, in den 40er, 50er Jahren, starteten die Hochschulen mit der Umformtechnik für die zweite Umformstufe. Und es gibt da einen grundlegenden Unterschied. Die Umformtechnik in der ersten Umformstufe ist immer eine Werkstofftechnologie. Die Hochschulinstitute, die Sie auf dieser Karte sehen, die aus der Umformtechnik für die erste Verarbeitungsstufe kommen, sind alles Hochschulinstitute, die original in einer werkstofftechnologischen Fakultät unterwegs sind. Und das ist hier bei uns in Freiberg nach wie vor unser Spezifikum, dass wir die Umformtechnik aus der Werkstofftechnologie heraus abbilden und lehren. Die zweite Verarbeitungsstufe in der Umformtechnik ist immer eine maschinenbaulich getriebene Disziplin. In all den anderen Hochschulen, in denen Sie Umformtechnik studieren können, werden Sie das aus dem Maschinenbau heraus machen, aus einer Fakultät für Maschinenwesen heraus. Dort werden Maschinen gebaut, die Werkstoffe umformen und irgendwie kommt da auch Metall mal drin vor. Aber wenn Sie wirklich aus dem Werkstoff heraus Umformtechnik verstehen wollen, dann sind Sie hier in Freiberg an der richtigen Stelle. Was ist das Besondere an unserem Prozess, den wir hier bei uns in Freiberg lehren? Wir starten mit dem Ziel, eine gezielte Eigenschaftsbeeinflussung durch Umformprozesse und Wärmebehandlung zur Verfügung zu stellen. Wir finden uns wieder in der Prozesskette. Wir nehmen einen Werkstoff entgegen, der gegossen und erstarren ist. Wir werden ihn dann wieder erwärmen. Wir werden ihn dann umformen. Wir werden ihn dann kalt umformen und anschließend noch eine Wärmebehandlung durchführen. Und währenddessen wollen wir in der gesamten Prozesskette die Eigenschaften beeinflussen durch diese Kombination aus Umformprozess und Wärmebehandlung. Und Umformprozess und Wärmebehandlung können parallel zueinander stattfinden, in der Warmumformung, oder sie können auch getrennt voneinander stattfinden. Was Sie auch bei uns lernen, ist nicht nur die innovativen Stahlwerkstoffe
umzuformen und herzustellen, sondern auch Leichtmetallwerkstoffe herzustellen. Wir haben einen großen Schwerpunkt im Bereich Aluminium und Magnesium. Sie werden auch bei uns Werkstoffverbunde und einige Sonderwerkstoffe kennenlernen. Sie werden auch bei uns elektromagnetische Werkstoffe und andere Funktionswerkstoffe kennenlernen. Und wir wollen diese Werkstoffe in verschiedenen Produktformen anbieten, wie ich das dargestellt habe, so ein bisschen in Blechen und Bändern, also als Flachprodukt, oder in Drähten, Stäben, Profilen, Rohren, also als Langprodukt. Und auch die Massivumformung ist ein großer Schwerpunkt zu diesen Themen. Gemäß der Produktform werden Sie Technologievorlesungen in den kommenden Semestern bei uns führen können. Ja, fangen wir mal so ein bisschen mit dem Gießen und Erstarren an, was wir bei uns im Institut so alles anbieten. Wir haben ein Gießwalztechnikum, Gießwalzen von Band und Draht. Sie sehen hier unser Gießwalzteam. Ist eine industrienahe Anlagentechnik, die wir haben. Wir lehren das Gießwalzen und Walzen von Magnesium, Band und Draht, weil Magnesium der leichteste metallische Strukturwerkstoff ist, den wir anbieten können. Wunderbar geeignet für den Leichtbau, und damit auch für den Leichtbau Massenprodukte zur Verfügung stehen, muss man Prozesse der ersten Verarbeitungsstufe anbieten, Gießwalzen von Draht und Band. Wir haben auch die traditionellen Prozesse bei uns, Walzen von Band und Draht auf einer kleinen Walzstraße anzubieten oder auch in verschiedenen, auch gekoppelten Gerüstformen, Walzgerüstformen. Auf der rechten Seite sehen Sie unsere Trio-Straße. Dort können wir Stäbe und Drähte herstellen. Auf der linken Seite sehen Sie unsere Bandstraße. Da sehen wir Herstellung von Draht und Band in einer hintereinander geketteten Walzenformation. Wir machen Schmieden bei uns im Hause an einer großen Schmiedepresse, die als Freiformpresse und auch als Gesenkschmiedepresse und auch für Strangpressprozesse genutzt werden kann. Sie werden bei uns feststellen, dass wir nicht nur den Werkstoff umformen, sondern uns hinterher auch viele Gedanken darüber machen, welche Eigenschaften er hat. Wir haben ein ganzes Laborfeld zur Evaluation der Werkstoffeigenschaften, der Metallkennwerte. Einerseits Prüfung von metallischen Kennwerten, von Werkstoffkennwerten, auf der anderen Seite auch die Analyse des Gefüges mit der Lichtmikroskopie, mit der Rasterelektronenmikroskopie. Also man kann bei uns sehr große Vergrößerungen nutzen, um in den Werkstoff hineinzuschauen. Bis zu 10.000, 20.000-facher Vergrößerung schauen wir hinein in den Werkstoff und versuchen, die Gefügestrukturen zu erkennen und zu interpretieren und mit den Eigenschaften und auch mit der Prozessführung zu korrelieren. Und wir haben eine Simulationsgruppe, die im Grunde alle die Prozesse und alle die Eigenschaften, die wir hier darstellen können, in unseren Laboranlagen auch simulativ abbilden kann. Sie sehen hier das Beispiel des Gießwalzprozesses von Band, ein sehr komplexer Prozess, in dem in einer sehr kleinen Prozesszone Gießen, Erstarren und Umformen stattfindet und das werkstoffwissenschaftlich und umformtechnologisch korrekt abzubilden. Dafür brauchen wir besondere Modellvorstellungen, entwickeln auch teilweise unsere eigenen Modelle und unsere eigene Software dafür, nutzen auf der anderen Seite auch kommerzielle Software und all das wird in der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für Simulation und numerische Modellbildung wissenschaftlich und auch in der Lehre bearbeitet. Damit ergibt sich ein sehr umfangreiches, gleichzeitig aber auch sehr individuelles und praxisorientiertes Ausbildungs- und Lehrprofil. Wir haben Vorlesungen bei uns am Institut, wir haben Praktika im In- und Ausland anzubieten, wir haben das Industriepraktikum als eine Industrietätigkeit, wir haben studentische Arbeiten, wir haben Exkursionen. Wir sehen also zu, dass wir sowohl die akademische Ausbildung als auch die praktische Heranführung an industrielle Themen gleichzeitig bei uns im Institut intensiv adressieren.
Es gibt verschiedene Pflicht- und Sonderexkursionen, die wir anbieten und zu denen wir Sie also auch ganz herzlich einladen und in denen Sie auch dann selber mit Industriepartnern in Kontakt kommen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir sehr viel Industriekontakte haben, weil wir ein sehr anwendungsorientiertes Institut sind, sodass also eigentlich entlang der gesamten Ausbildungslinie in unseren Schwerpunkten wir immer wieder mit Industriepartnern unterwegs sind. Was wir in besonderer Weise anbieten, ist sicherlich starke Praxisnähe, gleichzeitig auch ein in sich sehr runder und sehr attraktiver Studiengang, Schwerpunkt, thematisch was sehr Spannendes, was man sowohl akademisch-wissenschaftlich ausbauen kann, als auch industriell praxistauglich entwickelt. In der Vertiefung der Umformtechnik erwarten Sie einige Vorbereitungsfächer, Maschinen- und Apparateelemente, Wärme- und Stoffübertragung, Werkstoffprüfung, Umform, Maschinen- und Eisenwerkstoff, all das sind die Dinge, die Sie brauchen, damit Sie loslegen können. Dann kommen die speziellen Fächer für unsere Umformtechnologie, Grundlagen der Bildsamenformgebung, in dieser Vorlesung sind Sie gerade, Werkstoffverhalten in Umformprozessen. Und dann reden wir über Werkzeuge, über Maschinen, wir reden über thermische Behandlungstechnologien, Theorien und Simulation, wir reden über Technologie der Massivumformung, der Langprodukte, der Flachprodukte, spezielle Umformverfahren, Pulvermetallurgie, Plattieren, Blechumformung, das sind so die echten umformtechnologischen Arbeiten und Vertiefungsthemen. Dann reden wir über einen ganzen Blumenstrauß an selbstständigen Arbeiten, Literaturarbeiten, Ingenieurpraktikum, experimentelle Studienarbeit. Eines Tages werden Sie Ihre Diplomarbeit machen. Kommen Sie zu uns ins Institut und Sie können studentischer Mitarbeiter werden, an unseren Projekten mitarbeiten. Wir haben Hiwi-Stellen zu vergeben, industrienah und akademienah. Und wir werden Exkursionen entlang der Prozesskette Stahlerzeugung und Verarbeitung und eine Exkursion über Umformverfahren durchführen. Sie sehen, ein bunter Ausbildungsstrauß, der Sie hier erwartet. Wir haben viele Industriepartner. Ich will gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber das sind die Industriepartner, in denen wir in den letzten Jahren Studenten und studentische Arbeiten hinvermittelt haben. Sie sehen, ziemlich viele aus Deutschland, aus dem unmittelbaren benachbarten Ausland, aus dem europäischen Ausland. Man kann hier sehr weit kommen in diesem Studiengang. Und es gibt viele Menschen, die sehr begeistert durch diesen Studiengang hindurchgegangen sind. Ich möchte Ihnen einige Gesichter zeigen. Sie sehen hier die Frau Rehwald, die jetzt ganz frisch erst unseren Studiengang durchgangen ist. Frau Rehwald arbeitet in der unmittelbaren Nähe in den Elbe-Flugzeugwerken in Dresden, arbeitet da inzwischen mit Kunststoff, hat aber durch die bildsame Formgebung eine sehr gute Grundausbildung bekommen, ist in der Region geblieben und fühlt sich dort sehr wohl. Etwas weiter weggegangen ist der Herr Müller, der bei ArcelorMittal in Hamburg im Moment unterwegs ist, dort als Technologieentwickler für die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse im Bereich der Produktionstechnologien unterwegs ist, der in einem echten Stahlwerk arbeitet. Der Herr Klein ist bis in die Schweiz gekommen, arbeitet in Emmenbrücken bei Steeltech, ebenfalls einem Stahlhersteller. Sie sehen Herrn Michael, der bei AMAG in Ranshofen in Österreich unterwegs ist und dort im Bereich Aluminium Werkstoffe und Produkte und Prozesse entwickelt. Man muss nicht in die Industrie gehen. Herr Zapf ist ganz frisch gestartet bei uns am Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der kümmert sich jetzt um ein Projekt in Kooperation mit einem Stahlhersteller aus Niedersachsen, um die Weiterentwicklung hochfester Stähle. Und Sie können ebenfalls auch eines Tages mal hier durch eine Promotionszeit hindurchgegangen sein, wie Frau Moses, die direkt nach Schweden gegangen ist, bei uns aus dem Institut und jetzt mit Kupfer arbeitet in Helsingborg bei Elektrokopper und dort Prozesstechnologien für die Kupferherstellung weiterentwickelt. Ja, damit bin ich am Ende dieser ersten Vorlesung. Hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen.
Auf Wiederschauen und bleiben Sie gesund.